Diese Aktien kauft die Community im Monat Oktober, beziehungsweise findet diese Aktien jetzt akut interessant. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute ein paar Aktien an, die ja, ihr vorgeschlagen habt und ihr aktuell auch auf der Watchlist habt. Und ich gebe so ein bisschen meine Meinung dazu preis. Wir schauen uns einen Qualitätscheck an und werfen natürlich auch einen Blick auf die aktuelle charttechnische Situation. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank an alle, die im Community-Bereich mitgemacht haben und die Aktien vorgeschlagen haben. Das erste Unternehmen, das wir uns anschauen, ist Mercado Libre. Mercado Libre, eines der größten E-Commerce-Unternehmen in Lateinamerika, und man bietet Online-Marktplätze, Zahlungsdienste und Logistiklösungen an. Ja, und hat sich da einfach ähnlich wie Amazon als ein führender Anbieter in der Region etabliert. Wir haben einen Qualitätscheck von 12 von 15er Score, wirklich sehr, sehr gutes Umsatzwachstum sowie gutes Earnings per Share Wachstum. Nur die Nettogewinnmarge, ja gut, das ist auch wenig verwunderlich. Jetzt hier eben in diesem E-Commerce-Bereich, da gibt es einen Punktabzug und bei der Volatilität. Aber wirklich sehr, sehr starke Umsatzentwicklung hier in den letzten Jahren. Also von dem her sieht es wirklich alles sehr, sehr gut aus bei Mercado Libre. Konnte sich auch hier vom Kurs her wirklich sehr, sehr stark steigern. Im Moment sind wir beim Umsatz im Vergleich der letzten 3 Jahre 10% überbewertet, auf eine Einjahressicht sogar noch ein Stück mehr. Wenn wir uns die Gewinne anschauen in den letzten 3 Jahren, sind wir hier deutlich unterbewertet. Auf Sicht eines Jahres sind wir hier deutlich überbewertet, also auch eine gewisse Zyklik einfach drinnen beim Gewinn. Aber grundsätzlich ist das Unternehmen hier vom Wachstum auf jeden Fall sehr, sehr stark unterwegs. Piotrowski F-Score haben wir sogar einen Score von 8 von 9 Punkten. Also das ist auch wirklich ja, ein sehr, sehr guter Score an der Stelle. Schauen wir mal direkt weiter, und zwar auf den Chart von Mercado Libre. Und wir sehen hier schon seit 2008 ein schöner Aufwärtstrend. Hier jetzt 2022 auch eine relativ tiefe Korrektur. In der wichtigsten Zone konnte man sich jetzt hier aber sehr, sehr schön rausarbeiten. Wir sind jetzt hier auf Allzeithoch. Also ist jetzt akut auch nicht spannend für einen Einstieg. Könnte es mal interessant werden, wenn wir hier mal ja, zurückkommen würden auf diese 1700, 1800 US-Dollar. Irgendwie sowas in dem Bereich. Aber wir sind jetzt eben auf Allzeithoch. Also ist für mich eine ganz klare Halteposition. Da ist alles in Ordnung. Es ist ein gutes Unternehmen mit einem guten Wachstum. Wir sind jetzt eben ja, auf einem ganz hohen Niveau, wo die Aktie tendiert. Deswegen jetzt auch kein Grund, da irgendwie einzusteigen oder auszusteigen. Für mich eben eine Halteaktie. Ja, das nächste Unternehmen, was ich dabei habe, ist Drone Shield. Drone Shield entwickelt Technologien zur Erkennung und Bekämpfung von Drohnenbedrohungen für den militärischen und zivilen Einsatz. Also Systeme werden natürlich dann von Regierungen und Unternehmen weltweit eingesetzt, um die Sicherheit vor ja, unbenannten Luftfahrzeugen zu gewährleisten. Auch klar, Qualitätscheck 10 von 15 Punkten spielt natürlich jetzt auch aktuell eine sehr, sehr große Rolle bei den ganzen schwierigen Lagen. Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren wirklich auch sehr, sehr stark. Das gleiche gilt für das Earnings per Share Wachstum. Aber wir sind hier noch negativ bei beim Nettogewinn, zumindest hier laut dem Ding hier. Hier sieht man zwar, dass hier schon ein positives Ergebnis in australischen Dollar erzielt wurde. Ist natürlich jetzt noch ein sehr, sehr stark wachsendes Unternehmen, das noch ganz am Anfang steht von einer möglichen langfristigen Trend. Von dem her sind jetzt auch diese ganzen Werte nicht allzu aussagekräftig, aber wir haben einen Score, einen Piotrowski F-Score von 6 von 9 Punkten. Wir können auch uns hier mal den Chart genauer anschauen, um mal so festzustellen, wie das Unternehmen generell aufgestellt ist. Und wir sehen eigentlich, dass sich das Unternehmen das lange, lange seitwärts bewegt hat, bis 2023, wo natürlich ja viele Konflikte einfach noch ein bisschen aufgeflammt sind und das natürlich auch zu viel Fantasie geführt hat. Jetzt sehen wir hier wirklich einen sehr, sehr starken Kursanstieg. Also seit hier 2023 haben wir ja, eine Rallye von 438%. Und jetzt im Moment ist es für mich eigentlich völlig uninteressant für einen Einstieg. Also da müssten wir schon, ja, theoretisch ist jetzt hier das nur eine korrektive Bewegung und alles ist noch im Aufwärtstrend. Also da müsste mal ein deutlicher Boden erstmal gebildet werden. Also für mich jetzt eher weniger spannend im Moment. Vielleicht, wenn wir mal so tief korrigieren würden, um die 50, 0,500 australische US-Dollar. Aber das ist eben so sehr, sehr, sehr schwer einzuschätzen, das Unternehmen. Also auch charttechnisch sehr schwer, weil man eben einfach so wenig Kurshistorie hat. Also langfristig für mich sehr, also eigentlich ungeeignet für
ja, einen langfristig orientierten Investor ist es halt eben eher so als eine Beimischung vielleicht ganz nett und ist jetzt für mich eigentlich sehr, sehr, sehr schwer abzusehen, wie sich das Unternehmen entwickelt. Aber die Story stimmt da natürlich auf jeden Fall, das kann man sagen. Muss man sich mal ganz genau anschauen, wie da die Wachstumsaussichten auch in Zukunft bei Drone Shield sind. Genau, jetzt bevor wir zum nächsten Unternehmen kommen, gerne einen Daumen nach oben für das Video dalassen, wenn es dir gefallen hat und natürlich ein Abo nicht vergessen. Ich habe jetzt auch übrigens hier den Membership-Tab freigeschalten. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr auch gerne mal anschauen, was für ja, Membership-Perks es hier gibt. Genau. Dann schauen wir weiter zum nächsten Unternehmen. BWX Technologies ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Die bieten Nukleardienstleistungen und Komponenten für die ja, Energie- und Verteidigungsindustrie bereit. Und das Unternehmen ist ein wichtiger Lieferant von Reaktoren und Brennstoffen, auch für die US-Marine. Also schon ein interessantes Geschäftsmodell. Wir haben einen Qualitätscheck 12 von 15 Punkte. Ja, bloß halt das Earnings per Share Wachstum war relativ langsam in den letzten Jahren und auch ziemlich unstabil, was hier zum Punkt Abzug geführt hat. Aber dennoch, wenn wir uns jetzt hier mal den Fair Value zum Gewinn anschauen, auf Basis eines Jahres, dann sehen wir, dass wir hier uns vom Kurs her so stark entwickelt haben, dass wir jetzt im Moment deutlich überbewertet sind. Auch auf Basis des Fair Value zum Umsatz sehen wir das Gleiche. Hängt natürlich aber auch damit zusammen, hier oben haben wir es gesehen, dass jetzt hier der Umsatz erst seit 2015 wieder langsam am Wachsen ist. Das muss man natürlich dann auch ja, beachten. Piotrowski F-Score haben wir einen Score von 8 von 9 Punkten. Also das ist auch wirklich sehr, sehr gut. Also heute lauter gute Piotrowski F-Scores. Hier gibt es nur Punktabzug für die ansteigende Kapitalrendite, aber sonst sehr, sehr gut. Schauen wir mal hier den Chart an von BWX Technologies. Hier können wir sehr, sehr schön sehen, dass wir hier, wenn wir ja, dieses Dreieck mehr oder weniger, das sich hier gebildet hat auf Monatsbasis, wenn wir da jetzt den Impuls nehmen von 2018 und den mal, also diese Bewegung, die erste Bewegung in dem Dreieck nach oben projizieren, dann haben wir jetzt hier, sind wir kurz davor, das Kursziel abzuholen. Das liegt dann irgendwo bei 118 US-Dollar circa. Und da gehe ich dann tatsächlich auch davon aus, dass wir mal wieder eine neue Korrektur starten und vielleicht mal hier so die 75 US-Dollar oder ähnliches antesten. Ja, bleibt abzuwarten. Also ist auch eben jetzt auf Allzeithoch. Ist ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Kannte ich so jetzt auch noch gar nicht. Finde ich sehr spannend. Muss ich mir mal noch genauer anschauen. Ist auf jeden Fall auch ja, eine sehr, sehr interessante Story und ja, ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell einfach, das BWX Technology sie hat. Ja, auf jeden Fall spannend, aber jetzt akut auch nicht gerade interessant für den Einstieg, weil wir ja natürlich jetzt auch nicht in einer Korrektur oder ähnliches sind. Zum nächsten Unternehmen, Occidental Petroleum, ja, führendes US-amerikanisches Energieunternehmen, ja, Produktion Öl und Gas, natürlich ganz klar, ist ja auch bei Berkshire Hathaway im Portfolio und man setzt da auch zudem stark auf die Entwicklung von CO2-Abscheidungs- und Speichertechnologien, eben zu der Reduzierung von Emissionen. Wir haben jetzt hier einen Score von 9 von 15 Punkten, also typisch ganz zyklisches Business, deswegen gibt es ja auch sehr, sehr viele Punktabzug Richtung Volatilität, Umsatzwachstum und so weiter. Auf Basis des Umsatzes im letzten Jahr sind wir jetzt im Moment 10% unterbewertet, auf Basis des Gewinns sogar 20% unterbewertet, aber das ist eben dann auch relativ, ja, nicht wirklich aussagekräftig, weil wir so ein Zykliker sind. Piotrowski F-Score hier jetzt nur ein Score von 4 von 9 Punkten. Und da habe ich jetzt auch noch den Chart natürlich mit dabei. Und hier wird es jetzt dann schon interessant. Also wir sehen, dass wir uns nach Corona wirklich sehr, sehr gut erholt haben. Das Problem ist halt einfach, die ganzen Ölwerte sind so zyklisch, dass sich das langfristig nicht wirklich lohnt, sich da ja, als Anleger reinzukaufen. Das ist zumindest meine Meinung. Und kurzfristig haben wir jetzt hier sogar eine Seitwärtsphase nach unten verlassen, nachhaltig. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir jetzt weiter fallende Kurse sehen werden. Also das ist eine wirklich sehr, sehr starke abgeschlossene Top-Bildung mit riesen Widerständen hier links. Also das sind alles Widerstände, die nach oben erstmal ja, überschritten werden müssten, damit wir dann wieder steigende Kurse sehen. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir hier weiter fallen. Hängt natürlich auch am Ölpreis. Also das ist dann eben auch entscheidend, was mit dem Ölpreis passiert. Kann natürlich sein, dass sich das jetzt vielleicht mit den aktuellen Konflikten wieder ändert.
aber der Chart sagt mir jetzt hier im Moment auf jeden Fall kein Einstieg, sieht eben eher danach aus, als würden wir jetzt hier weiter nach unten abrutschen, nachdem diese Top-Bildung hier abgeschlossen ist. Also für mich generell uninteressant, weil ich eben auch gar nicht in so Rohstoffsachen investieren will und diese Zyklik ist für mich sehr, sehr abschreckend, auch wenn wahrscheinlich Occidental Petroleum, wenn man was aus Gas und Öl und so weiter haben möchte, einer der besseren Aktien ist. Dann schauen wir weiter zum nächsten Unternehmen, das ich dabei habe, und das ist Celsius Holdings. Haben wir einen Qualitätscheck von 10 von 15 Punkten und ich denke, das sollte eben bekannt sein. Also man macht so Energy Drinks als Fitnessgetränk sozusagen und ist einfach, ja, einfach sehr, sehr stark am Wachsen in den USA und da versucht man sich auch immer breiter aufzustellen und verdrängt da tatsächlich auch so ein bisschen andere Anbieter von koffeinhaltigen Getränken aus dem Markt. Ja, Punktabzug gibt es bei der Stabilität des Earnings per Shares Wachstums und Eigenkapitalrendite sowie Nettogewinnmarge. Also die war auch lange negativ. Wir sind aber jetzt auf einem positiven Niveau angekommen. Starker Kursverfall in den letzten paar Wochen, Monaten. Und da sind wir jetzt laut dem Umsatz wirklich extrem unterbewertet. Auf Basis Gewinns sogar auch sehr stark unterbewertet. Also von dem her würde es eigentlich sehr, sehr gut aussehen. Piotrowski F-Score auch sehr guten Score von 8 von 9 Punkten. Also an sich, wenn jetzt die Wachstumsstory so weitergehen würde, wäre da auf jeden Fall wirklich viel Aufholpotenzial. Das muss man auf jeden Fall sagen bei Celsius. Aber wir sehen halt hier auch im Chart, dass da wirklich sehr, sehr viel Dynamik drinnen war. Und wir jetzt im Vergleich zum ersten Impuls von 2020 hier eine deutlich weniger starke Bewegung gesehen haben und haben jetzt eben auch diesen mittelfristigen Trendkanal, den ich ja angezeichnet habe, nach unten verlassen und das mit einer Geschwindigkeit, die wirklich sehr, sehr ungut ist, sehr, sehr ungesund ist, sehr dynamisch ist. Also hier mit dem Bruch der 200-Tage-Linie sehr starke Bewegung nach unten. Also wenn wir uns stabilisieren, dann bitte jetzt hier riesige Clusterzone rund um dieses Fibonacci Retracement, dieses 78,6er. Da würde es sich auf jeden Fall anbieten, dass wir uns da stabilisieren, also hier einen schönen Boden bauen und dann würde sich da schon auch ein Einstieg anbieten bei Celsius. Aber im Moment jetzt akut auf jeden Fall noch uninteressant. Aber wir sind ja auf jeden Fall noch in einem Aufwärtstrend. Und auch wenn wir jetzt den Trendkanal verlassen haben, also die horizontalen Unterstützungen in den Grünen sind immer deutlich wichtiger wie diese dynamischen, also wie dieser Trendkanal. Von dem her jetzt erstmal eine Stabilisierung abwarten, auch wenn es hier auf Monatsbasis mit diesen riesigen schwarzen Kerzen nach unten wirklich eher so aussieht, als sollte man da die Finger davon lassen. Ja, letztes Unternehmen, das ich dabei habe, sehr interessante Aktie, ist Fiserv, ist ein weltweit tätiger Anbieter von Finanztechnologielösungen, also für Banken, Finanzinstitute und die unterstützen dann eben beim digitalen Zahlungssystem, der Kontoverwaltung, Datenverarbeitung und so weiter. Und da ist man eben einfach in diesem elektronischen Zahlungsverkehr wirklich führend. Wir haben einen Score von 11 von 15 Punkten, Eigenkapitalrendite, Rendite auf eingesetztes Kapital und Finanzverschuldung gibt jetzt hier einen Punktabzug, aber auch ein sehr, sehr solider Score, würde ich sagen. Hier jetzt auf Basis des Gewinns der letzten 3 Jahre sind wir im Moment genau fair bewertet, waren auch sehr, sehr lange unterbewertet. Auf Basis eines Jahres sind wir hier deutlich unterbewertet. Da sehen wir jetzt auch, dass sich da einiges im Geschäftsmodell geändert hat, beziehungsweise bei den Gewinnen. Piotrowski F-Score 5 von 9 Punkten, also eher mittleres Rating bei Fiserv. Aber wenn wir uns jetzt hier mal den Chart anschauen, also das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Das Unternehmen ist davor, bevor wir jetzt in die Corona-Welle reingerutscht sind und in diese Inflationskorrektur wirklich so gut gelaufen. Also wirklich sehr, sehr schöne langfristige Aufwärtsbewegungen. Dann hier mal so Seitwärtsphasen, wieder eine riesige lange Aufwärtsbewegung, die mit ja natürlich sehr, sehr viel Kursrendite dann einhergeht. Jetzt hier wieder diese lange Korrektur, die von mehr oder weniger 2019 bis 2022 gedauert hat und jetzt eben wieder diese dynamische Entwicklung raus und ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir nochmal so einen Impuls sehen wie hier. Vielleicht nicht ganz in dem Extrem, aber so in die Richtung, das ist eigentlich schon die Geschwindigkeit, die das Unternehmen ja in der Regel hat. Ist jetzt eben auch, also Fiserv ist jetzt auch im Moment auf Allzeithoch, steht hier sogar unter Regional Banks. Ist jetzt deswegen auch nicht akut interessant. Also da müsste jetzt auch mal eine längerfristige Korrektur her. Klar, erste wichtige Unterstützung wäre wie bei 158 US-Dollar und die sehr langfristig wichtige
bei 125, da würde ich tatsächlich auch mal überlegen, mir das Unternehmen ins Depot zu nehmen, nachdem ich mir das nochmal ganz genau angeschaut habe. Finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Habe ich schon mal, ja, natürlich gehört, das Unternehmen, aber noch nie ganz genau mal angeschaut. Von dem her sehr interessant und ja, cool, dass das jemand vorgeschlagen hat in den Kommentaren. Ja, genau. Also das war es mehr oder weniger jetzt hier zu den Aktien, die ihr dabei hattet. Hier sind sie alle nochmal aufgelistet. Könnt ihr euch gerne nochmal selber genauer anschauen und lasst mir gerne mal eure Meinung da zu diesen Unternehmen. Sind auf jeden Fall alles sehr, sehr spannende Unternehmen, haben natürlich auch einen unterschiedlichen Investment Case, wenn man sich da überlegt einzusteigen. Ja, das war es aber jetzt erstmal mit dem Video. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Daumen nach oben nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!